Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Markus. Viele Menschen fragen sich, kann man Deutsch wirklich zu Hause lernen, ganz ohne Lehrer? Ist das möglich oder braucht man immer einen Kurs, ein Buch, jemanden, der korrigiert? Hallo auch von mir. Ich bin Sarah. Diese Frage ist sehr menschlich. Ich habe sie mir selbst oft gestellt. Am Anfang hatte ich Zweifel. Ich dachte, ohne Unterricht lernt man nur langsam oder vielleicht falsch. Aber zu Hause habe ich etwas Wichtiges entdeckt. Was war das? Zu Hause hatte ich Ruhe. Niemand beobachtete mich. Ich durfte Fehler machen. Ich durfte Dinge falsch sagen, lachen und es noch einmal versuchen. Ich merkte, dass Lernen nicht immer laut sein muss. Oft passiert es leise, nebenbei. Das kenne ich gut. Viele denken, Lernen heißt sitzen, schreiben und denken. Aber oft lernen wir mehr, wenn wir leben. Genau. Ich habe Deutsch nicht nur gelernt, ich habe es eingeladen. Beim Kochen lief Radio. Beim Putzen hörte ich Stimmen. Ich habe nicht alles verstanden. Aber das war egal. Die Sprache war da. Sie gehörte plötzlich zu meiner Wohnung. Und irgendwann bleibt etwas hängen. Ja, ein Wort, ein Klang, ein Gefühl. Ich erinnere mich, wie ich beim Tischdecken plötzlich leise sagte: Teller, Messer, Glas. Es war kein Plan, nur Neugier. Aber genau das war Lernen. Das ist ein schöner Moment. Bei mir war es ähnlich. Ich hörte Hörbücher beim Aufräumen. Erst war es nur Geräusch. Später merkte ich, dass ich Sätze verstand. Ganz langsam. Ein wichtiger Punkt ist auch Freundlichkeit. Zu Hause darf man langsam sein. Wenn ein Tag ohne Deutsch ist, ist das kein Fehler. Am nächsten Tag geht es weiter. Diese Haltung nimmt viel Druck. Und Druck ist oft der größte Feind beim Lernen. Ja? Deutsch lernen zu Hause heißt nicht jeden Tag viel zu machen. Es heißt, die Sprache Teil des eigenen Lebens werden zu lassen, ohne Angst. Und vielleicht ist genau das die Antwort auf die Frage vom Anfang. Ja? Man kann Deutsch zu Hause lernen. Nicht perfekt, nicht schnell, aber echt. Und genau das macht den Unterschied. Jetzt sprechen wir über kleine Gewohnheiten, die zu Hause beim Deutschlernen helfen können. Viele denken bei Gewohnheiten an große Pläne. Für mich sind es eher winzige Schritte, die man leicht in den Alltag einbauen kann. Ich beginne zum Beispiel gern mit Hören. Jeden Morgen laufen bei mir etwa 10 Minuten ein einfacher Podcast, nicht laut, eher im Hintergrund. Während ich Kaffee mache oder die Küche vorbereite, ist Deutsch einfach da. Das mag ich. Bei mir ist es oft Musik. Ein deutsches Lied am Morgen, manchmal beim Zähneputzen. Ich singe nicht gut, oft falsch, aber laut. Das ist mir egal. Der Mund wird wach und die Sprache kommt in Bewegung. Es fühlt sich spielerisch an, nicht wie Lernen. Ich habe auch eine kleine Sprechroutine. Manchmal stelle ich mich kurz vor den Spiegel. Nur 2 Sätze. Ich sage Hallo und dann meinen Plan für den Tag. Ganz einfach. Zum Beispiel: Heute arbeite ich zu Hause. Oder: Ich gehe später einkaufen. Es dauert keine Minute, aber es bringt Deutsch in den Tag. Das finde ich schön. Bei mir ist es eher am Abend. Ich schreibe 3 kurze Sätze in ein Heft. Keine langen Texte, keine Korrektur. Nur Gedanken. Zum Beispiel: Heute war ruhig. Ich habe Suppe gekocht. Ich bin müde. Manchmal lese ich die Sätze laut, manchmal nur leise. Schreiben hilft sehr, Wörter festzuhalten. Und es zeigt auch, 5 Minuten reichen oft. Man braucht keine Stunde. Regelmäßigkeit ist wichtiger als Länge. Kleine Dosen, dafür immer wieder. Mir hilft auch der Ort. Mein Deutschheft liegt immer am gleichen Platz.
So sehe ich es automatisch. Sichtbarkeit ist eine stille Erinnerung. Ich muss nicht daran denken, es ist einfach da. Genau. Ich nutze manchmal auch einen Timer. 5 Minuten hören, dann klingelt es. Danach höre ich auf, auch wenn es gerade spannend ist. So bleibt es leicht, ohne Stress. Pausen sind dabei genauso wichtig. Ein freier Tag kann sehr gut tun. Danach fühlt sich Deutsch oft frischer an. Gewohnheiten leben von guter Stimmung, nicht von Zwang. Das habe ich auch erlebt. Nach einer Pause hatte ich wieder mehr Lust. Freude ist ein wichtiger Teil vom Lernen. Natürlich gibt es auch Dinge, die nicht funktionieren. Ich wollte einmal täglich Grammatiklisten lernen. Nach ein paar Tagen war ich nur noch müde. Also habe ich es gelassen. Heute lerne ich Grammatik eher im Kontext, beim Lesen oder Hören. Mir ging es ähnlich mit einem großen Lehrbuch. Es war zu schwer für den Alltag. Jetzt nutze ich es nur noch, wenn ich eine konkrete Frage habe. Das passt besser zu mir. Gewohnheiten dürfen sich ändern. Was heute hilft, muss morgen nicht mehr passen. Das ist normal. Für mich passt ein einfacher Satz gut als Erinnerung. Ein kleiner Schritt am Tag reicht. Ja, und diese kleinen Schritte summieren sich, ganz leise. Am Abend mache ich manchmal noch etwas anderes. Ich schaue Serien mit deutschen Untertiteln. Wenn mir ein Wort auffällt, pausiere ich kurz und lese es zweimal laut. Oft bleibt es hängen, auch ohne Notiz. Untertitel geben Sicherheit. Man hört und sieht gleichzeitig. Das Tempo fühlt sich ruhiger an. All diese kleinen Dinge zeigen: Deutsch zu Hause zu lernen ist möglich. Nicht perfekt, aber lebendig. Und genau das macht Gewohnheiten stark. Sie passen sich dem Leben an. Jetzt tauchen wir in ein Thema ein, das viele begleitet, oft jeden Tag. Es geht um Fehler. Für mich waren Fehler beim Deutschlernen lange sehr präsent. Einer meiner ersten großen Momente war im Supermarkt. Ich wollte ein Kilo Pflaumen kaufen, sagte aber nur das Wort in der Einzahl. Die Verkäuferin legte mir eine einzige Pflaume auf die Waage. In diesem Moment wurde mir heiß, aber ich musste auch lachen. Dieses Lachen hat mir geholfen, weiterzusprechen. Das kenne ich gut. Fehler waren bei mir tägliche Gäste. Mein stärkster Moment war bei der Post. Ich verwechselte Brief und Umschlag. Ich bat um einen großen Brief und bekam Papier. Ich stand da verwirrt und zeigte schließlich mit den Händen eine Form. Es war unangenehm, aber ich merkte später zu Hause. Ich hatte gesprochen. Ich hatte mich verständlich gemacht, auch ohne perfekte Wörter. Genau das ist wichtig. Fehler zeigen, dass man spricht. Ohne Gespräch gibt es keine Fehler, aber auch keinen Fortschritt. Ich habe angefangen, mir lustige Fehler aufzuschreiben. Nicht um mich zu kritisieren, sondern um später darüber zu lachen. Wenn ich heute diese Notizen lese, sehe ich, wie viel sicherer ich geworden bin. Das mache ich auch. Mein Notizbuch nenne ich Fehler-Safari. Dort sehe ich, welche Fehler oft kommen. Bei mir sind es die Artikel. Der, die, das wechseln, wie sie wollen. Ich schrieb lange die Radio statt das Radio. Einmal lachte jemand freundlich und erklärte es mir. Seitdem bleibt es im Kopf. Bei mir war Butter lange männlich. Solche kleinen Schmerzen bleiben hängen. Ich glaube, ein bisschen Schmerz hilft beim Erinnern und Lachen hilft beim Weitermachen. Ja, aber es gibt auch tiefere Frustphasen. Nach einiger Zeit verstand ich plötzlich weniger als vorher. Das war schwer. Ich änderte dann meinen Blick. Ich hörte nicht mehr auf jedes Wort, sondern nur auf die Melodie der Sprache.
Nach ein paar Wochen kamen die Wörter wieder zurück. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich hatte eine ähnliche Phase beim Lesen. Ich schlug jedes zweite Wort nach und war nur noch müde. Irgendwann ließ ich das Wörterbuch liegen und vertraute dem Kontext. Zuerst verstand ich weniger genau, aber es wurde flüssiger. Später kam die Genauigkeit von allein zurück. Also half loslassen. Ja. Für mich fühlt sich das an wie Radfahren ohne Stützräder. Am Anfang wackelt es, Fehler passieren. Aber irgendwann fährt man weiter und merkt es erst später. Fortschritt kommt oft leise. Er klopft nicht an. Man merkt ihn manchmal erst im Rückblick. Genau. Neulich habe ich einen Abschnitt in einem Buch gelesen, ohne Wörterbuch. Erst danach fiel mir auf, dass ich nichts nachgeschlagen hatte. Das sind kleine Siege. Und diese kleinen Siege geben Energie. Ich feiere sie bewusst. Manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit Bewegung, manchmal einfach mit Ruhe. Für mich gehört auch ein Ritual dazu. Ein guter Kaffee, ein kurzer Moment zum Innehalten. Das sagt mir, du bist weitergegangen. An ruhigen Tagen schaue ich mir alte Fehler an. Nicht kritisch, sondern freundlich. Ich sehe, wie viel sich verändert hat. Das nimmt Spannung. Man misst Fortschritt nicht nur in neuen Wörtern, sondern auch in mehr Ruhe im Kopf. Genau. Fehler verlieren dann ihre Schwere, sie werden Teil des Weges. Und dieser Weg darf stolpern. Ja, Stolpern gehört dazu. Und manchmal führt es sogar zum Lächeln. Damit schließen wir dieses Thema ab. Fehler bleiben, aber sie tragen uns weiter. Vielleicht hast du auf deinem Weg Deutsch zu lernen schon viele Tipps gehört. Manche waren hilfreich, andere eher verwirrend. Genau darüber möchten wir jetzt sprechen. Es geht um das, was wir von anderen Menschen gelernt haben, ganz nebenbei, im echten Leben. Ja, niemand lernt eine Sprache allein. Irgendwo ist immer jemand, der einen Satz sagt, der hängen bleibt. Manchmal merkt man erst später, wie wichtig dieser Moment war. Für mich war das meine erste Tandempartnerin. Sie hieß Lena und war sehr geduldig. Sie sagte einmal zu mir, Fehler sind Musik. Wenn jemand Fehler hört, weiß er, dass du sprichst und mutig bist. Dieser Satz hat mir viel Angst genommen. Das ist ein sehr schönes Bild. Mein erster Lehrer sagte etwas anderes, aber genauso Wichtiges. Hör zweimal, sprich einmal. Dadurch wurde ich ruhiger. Ich antwortete nicht sofort, sondern ließ den Satz kurz wirken. Das hat mir geholfen, besser zuzuhören und klarer zu sprechen. Ein Freund aus Köln gab mir einen ganz praktischen Tipp. Er meinte, man solle im Gespräch eine Gegenfrage stellen. Wenn ich etwas nicht verstand, fragte ich einfach, wie meinst du das? So blieb das Gespräch lebendig und ich lernte weiter, ohne Stress. Mir half ein Tipp von meiner Nachbarin. Sie gab mir ein Hörbuch und sagte, hör erst zu, dann lies. Mein Kopf kannte den Klang schon. Wenn ich später den Text sah, fühlte er sich vertraut an. Ich bekam auch den Rat, Kinderbücher laut zu lesen. Anfangs fand ich das etwas komisch. Doch die einfachen Wörter aus dem Alltag blieben schnell im Kopf. Ich habe damals Pippi Langstrumpf gelesen. Die Sätze sind kurz und lebendig. Beim lauten Lesen spielte ich mit Stimmen. So lernte ich Betonung und Rhythmus, ohne es zu merken. Ein Coach sagte mir einmal, sprich wie ein Schauspieler, aber fühl wie du selbst. Das hat mir geholfen, freier zu werden. Auch Musik hat mir viel gegeben. In einem Chor hörte ich, wie Sprache klingt, wenn sie fließt. Pausen, Atmung, Rhythmus.
All das gehört dazu. Spiele haben mir ebenfalls geholfen. Scrabble auf Deutsch war anstrengend, aber auch lustig. Ich lernte neue Wörter, ohne sie zu lernen. Gleichzeitig habe ich verstanden, dass nicht jeder Rat passt. Manche Tipps fühlen sich falsch an. Zum Beispiel, jeden Fehler sofort zu korrigieren. Das stoppte meinen Redefluss. Mir ging es ähnlich mit sehr strengen Lernplänen. Ich habe gelernt, Ratschläge zu prüfen, wie Schuhe. Sie müssen passen. Genau. Manche begleiten uns lange, andere dürfen wir loslassen. Wenn wir zurückblicken, sehen wir viele Stimmen auf unserem Weg. Und jede Stimme hat ein kleines Stück beigetragen. Geduld, Mut und Vertrauen wachsen oft durch andere Menschen. Und so entsteht Schritt für Schritt der eigene Weg. Jetzt kommen wir zum Thema Dranbleiben. Ja, Deutsch über lange Zeit präsent halten. Viele starten begeistert, verlieren aber nach Wochen den Rhythmus. Das kenne ich. Motivation schwankt wie das Wetter. Welche Tricks helfen dir, wenn die Energie sinkt? Ich setze auf Routine, nicht auf Laune. Zum Beispiel höre ich Nachrichten beim Abwasch. Also verknüpfst du Sprache mit festen Handlungen. Genau. So denke ich nicht nach, ob ich Lust habe. Ich mache etwas Ähnliches beim Joggen. Ein Podcast läuft und die Kilometer fliegen. Gefällt mir. Bewegung hält den Kopf offen. Manchmal ersetze ich Musik durch Hörbücher. Wählst du leichte Bücher oder schwere Romane? Meist leichte Krimis. Die Spannung zieht mich weiter. Spannung ist perfekt, um dran zu bleiben. Ich lasse Kapitel manchmal bewusst mitten im Höhepunkt enden. Dann freue ich mich auf die nächste Runde. Guter Trick. Ich mache etwas Ähnliches mit Serien. Ich stoppe nach 20 Minuten und gehe weg. So bleibt Neugier hoch. Genau. Neugier ist stärker als reine Disziplin. Ich habe auch einen wöchentlichen Deutschabend mit Freunden. Oh, erzähl mehr. Wir kochen zusammen, sprechen nur Deutsch und spielen Karten. Das klingt wunderbar. Jeder bringt ein neues Wort und erklärt es. So entsteht Gemeinschaft und Sprache wächst. Die Regel ist locker. Fehlt jemand, treffen wir uns online. Flexibilität hält Gruppen lebendig. Unsere Zuhörer können auch kleine Deutschtreffen starten. Vielleicht einmal im Monat, mehr braucht es nicht. Manchmal schreibe ich Einkaufslisten nur auf Deutsch. Das mache ich auch, aber mit Rezepten. Siehst du noch andere Wege, Deutsch sichtbar zu halten? Ja, ich nutze Handy-Erinnerungen in deutscher Sprache. Zum Beispiel? Ein Alarm sagt um 9. Trink Wasser. Auf Deutsch natürlich. So wiederholt sich ein Satz täglich. Genau. Nach einer Woche klingt er vertraut. Ich spreche auch mit meinem Hund auf Deutsch. Und? Versteht er dich? Er versteht den Ton, nicht die Grammatik. Aber es macht Spaß. Tiere sind perfekte Zuhörer. Stimmt, sie korrigieren nie. Meine Pflanzen hören auch viele deutsche Geschichten. Sehr charmant. Lachen hilft, Ernst nimmt Energie. Guter Satz. Ich notiere ihn geistig. Markus, hast du Zeiten, wo Deutsch fast verschwindet? Ja, wenn Arbeit stressig ist, dann denke ich in meiner Muttersprache. Was tust du, um zurückzukehren? Ich setze ein Mikroziel, zum Beispiel 5 Minuten lesen. Wenn ich beginne, will ich oft länger bleiben. Anfangen ist die halbe Miete. Genau. Und Erfolg baut sich auf kleinen Momenten. Ich plane jede Woche ein Highlight, zum Beispiel ein deutsches Konzert. Erlebst du dabei neue Wörter? Ja, und Gefühle dazu. Dann bleiben sie.
Emotion klebt Sprache fest. Unsere Hörer können ein Lieblingslied wählen und es fühlen. Schreibt uns, welches Lied euch begleitet. Vielleicht entsteht eine schöne Playlist. Wir halten Deutsch präsent, indem wir es einladen, nicht zwingen. Das fasst alles gut zusammen. Wir sind fast am Ende unserer Reise, Sarah. Ja, die Zeit flog heute wirklich. Wir haben viel über Deutsch im Alltag gesprochen. Sehr viel. Und jeder Teil baute ruhig auf den vorherigen. Ich fühle, wie rund unser Gespräch geworden ist. Ich auch. Vielleicht spüren das unsere Hörer gerade ebenso. Welcher Abschnitt war dein Liebster heute? Ich mochte die Fehler-Safari sehr. Sie zeigt Mut und Humor. Stimmt. Fehler machen uns lebendig. Und dir? Welcher Teil blieb im Kopf? Die Idee, Sprache an Routinen zu hängen, fand ich stark. Sie macht Deutsch sichtbar, ohne Druck. Vielleicht probieren einige Hörer gleich eine neue Routine aus. Das würde mich sehr freuen. Mich auch. Schreiben hilft, dran zu bleiben. Apropos Schreiben, ich werde meinen Kaffeeprost morgen wiederholen. Dann tanze ich in der Küche, versprochen. Ha 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 ha. Toll. Unsere Wohnungen werden kleine Sprachbühnen. Das klingt fast poetisch. Vielleicht, aber Poesie hilft erinnern. Wahre Worte. Ich denke, wir könnten bald zusammen ein kurzes Gedicht lesen. Gute Idee. Das wäre eine neue Herausforderung. Aber jetzt wollen wir langsam zusammenfassen. Ja, die Kerngedanken leuchten schon vor uns. Möchtest du zuerst oder soll ich anfangen? Mach du gern den Anfang, dann ergänze ich. Alles klar. Bevor du startest, hör kurz die Stille. Schön. Diese Stille trägt jedes neue Wort. Genau. Okay, ich glaube, das war ein sehr schönes Statement, um abzurunden. Soll ich alles zusammenfassen? Bitte, das wäre wunderbar. Bevor ich beginne, fällt mir eine kleine Anekdote ein. Oh, erzähl sie schnell. Sie passt bestimmt gut. Gestern hörte ich einen Nachbarn üben. Er sagte dauernd Fensterbrett. Er sprach das T am Ende nicht, also klang es lustig. Und was hast du gemacht? Ich sagte freundlich durch die Wand, das T will gehört werden. Herrlich. Klang es danach besser? Ja, wir lachten beide. Kurz danach sprach er es klar aus. Solche Mini-Begegnungen halten Sprache lebendig. Genau. Sie erinnern uns, dass Aussprache Alltag ist. Das Beispiel passt perfekt, weil es zeigt, wie dranbleiben klingt. Jetzt bin ich bereit für die Zusammenfassung. Ich lehne mich zurück und höre zu. Vielleicht holen sich die Hörer gerade Stift und Papier. Gute Idee. Ein schriftlicher Überblick hilft erinnern. Ich gebe Ihnen einen Moment, tief zu atmen. Atmen wir alle zusammen. 1, 2, 3. Sehr gut. Jetzt starten wir. Los geht's. Also, hier kommt die Zusammenfassung. Ich versuche, alles klar und langsam zu sagen. So verstehen uns alle. Perfekt. Und falls etwas fehlt, ergänzt du danach. Abgemacht. Gut, dann lege ich jetzt wirklich los. Unsere Hörer sitzen bequem? Wenn nicht, setzt euch kurz anders hin. Ein beweglicher Rücken lernt besser, glaube ich. Haha, stimmt. Jetzt aber genug Gymnastik. Einverstanden. Ich atme noch einmal tief durch. Und los. Start. Jetzt. Okay, hier ist der Überblick. Heute haben wir in 5 Teilen gezeigt, wie Deutsch langsam Teil des Hauses wird. Erst erzählten wir, wie leise Geräusche, Lieder und Stimmen im Hintergrund helfen.
Dann sprachen wir über winzige Gewohnheiten, wie Schreiben beim Kaffee, Singen beim Zähneputzen und Spiegelgespräche. Im dritten Abschnitt teilten wir unsere lustigen Fehler. Wir sagten, dass Fehler Freunde sind, weil sie Mut beweisen und Fortschritt anzeigen. Danach erinnerten wir uns an Tipps von anderen Menschen. Musik, Kinderbücher, Gegenfragen und Spiele machten Lernen bunt. Wir lernten auch, dass man Ratschläge prüfen muss, denn ein Schuh passt nicht jedem Fuß. Im letzten Hauptteil ging es um Dranbleiben. Wir stellten Routine vor jede Laune. Wir banden Deutsch an Abwasch, Joggen, Hunde, Pflanzen und kleine Treffen mit Freunden. Wir erklärten, dass Neugier stärker ist als reine Disziplin. Zusammen ergibt das ein Bild von Sprache als Gast, den man freundlich einlädt. Kein Zwang, sondern dauernde, sanfte Präsenz. Wir betonten Geduld, Freude und kleine Siege, wie Kaffeeprost oder Küchetanz. Wer diesen Weg geht, baut langsam ein Zuhause für Wörter. Das ist die Essenz unseres Gesprächs. Ich möchte noch hervorheben, dass Pausen erlaubt sind. Ein freier Tag kann neue Energie schenken. Wir erinnerten daran, dass Fortschritt oft leise kommt und erst später sichtbar wird. Darum lohnt es sich, alte Fehlerlisten durchzublättern und den Weg zu feiern. Wir luden alle ein, eigene Rituale zu entdecken und uns ihre Erfahrungen zu schreiben. So wächst eine kleine Gemeinschaft, die gemeinsam hört, spricht, schreibt und lacht. Das fasst alles zusammen. Danke, Markus, das war eine klare und warme Zusammenfassung. Gern geschehen. Ich hoffe, unsere Hörer konnten jedem Punkt folgen. Falls Fragen offen sind, schreibt uns, wir antworten gern in Ruhe. Genau. Wir freuen uns über jedes Feedback und jede kleine Geschichte. Für mich war das Gespräch heute besonders entspannt und inspirierend. Ich fand es auch wohltuend. Deine Beispiele brachten Farbe hinein. Danke dir. Wir ergänzen uns gut, denke ich. Da stimme ich zu. Ein Team mit Humor lernt leichter. An unsere Hörer. Probiert vielleicht einen kleinen Tipp noch heute aus. Ja, setzt euch ein Ziel, das in 5 Minuten passt. Und wenn es gelingt, gönnt euch einen Tanz oder einen Kaffee. Feiern ist wichtig, auch bei winzigem Fortschritt. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Dank an alle, die zuhören. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Eure Neugier trägt uns. Bleibt gesund, bleibt neugierig und lasst die Sprache freundlich fließen. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Drückt auf Abonnieren oder merkt euch einfach unseren Namen, wie es euch passt. Wir bleiben hier, bereit für neue Gespräche und viele deutsche Wörter. Jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Tschüss zusammen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und danke fürs Zuhören. Nehmt euch heute einen ruhigen Moment, atmet und denkt an ein neues Wort. Vielleicht ist es Fensterbrett, vielleicht Gemütlichkeit, vielleicht etwas ganz anderes. Schreibt es auf, sprecht es laut und lächelt dabei. So bleibt das Wort nicht allein, sondern zieht Freunde an. Versprochen.